Hallo und herzlich willkommen bei Hases Kitchen. Heute habe ich für euch einen sehr, sehr leckeren, einfachen, schnellen Brotrezept und zwar gefüllt mit Kartoffeln, Hackfleisch und Käse. Sehr würzig und von außen mega knusprig und innen so richtig schön weich und cremig. Der Teig besteht aus Dinkel und Vollkornmehl, daher scheint es auch so ein bisschen dunkler, aber ist wirklich von der Kombination sowas von lecker. Also unbedingt ausprobieren und lasst mich wissen, ob euch das Rezept gefallen hat. Und vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und fangen wir auch gleich an mit der Zubereitung und der Zutaten. Ihr findet auch die Zutaten wie immer auch in der Beschreibungsbox. 500 Gramm Dinkel Vollkornmehl, dann eine Prise Salz und eine Prise Zucker dazu geben, eine Packung Hefe, also für 500 Gramm Mehl und 3 Esslöffel Olivenöl habe ich dazu gegeben und Wasser. Am besten warmes Wasser nehmen und ich habe etwa 350 Milliliter Wasser benötigt für den Teigmenge. Das Ganze gut durchkneten, bis es zu einer elastischen Teigmasse wird. Mit der Folie abziehen, dann nochmal so ein Küchentuch drüber und an einem warmen Ort dann bis zu eine Stunde dann gären lassen, bis sich das Ganze verdoppelt. So, fangen wir mit der Füllung an. Also in eine Pfanne etwa 2 bis 3 Esslöffel Öl geben, dann ein gehackte Zwiebel dazugeben, kurz anbraten, das Ganze auf mittlere Stufe stellen. So, 3 große Kartoffeln ganz klein würfeln und dazugeben und ja, kurz mit anbraten, bis die so goldbraun sind. Dann die Gewürze dazugeben und je nach Bedarf dann Salz dazugeben und wirklich kurz dann anbraten. So, dann 500 Gramm Hackfleisch dazugeben und wieder ganz kurz anbraten, bis es dann so ein leicht goldbraunlich ist. So, wenn das Ganze dann durchgebraten ist, dann den Herd abstellen und das Ganze abkühlen lassen. So, der Teig ist auch fertig, also die Folie abziehen und das Ganze dann auf der Arbeitsfläche geben und den Teig dann durch 2 teilen.
So, erstmal mit der Hand den Teig ganz kurz mal ausdrücken und dann einfach dann mit den Nudelholz dann den Teig etwa 30 bis 40 Zentimeter dann halt ausdehnen, ausrollen. Und das gleiche macht ihr dann auch mit der zweiten Teighälfte. Und am besten dann, wenn ihr es gemacht habt, dann gleich auf den Backpapier geben, damit euch dann der Teig später keine Probleme macht. So, für die Füllung brauchen wir Käse, also wir machen den ersten Schicht mit Käse. Ihr könnt selber entscheiden, ob Mozzarella nehmt oder Gouda oder was ihr halt da habt. Und könnt auch selber entscheiden, wie viel oder wie wenig ihr da nimmt. Ne? Das liegt dann bei euch. Dann machen wir Kartoffel-Hackfleisch dann drauf, verteilen das ganz schön. Die Ränder am besten wirklich frei halten, wie ich das so gemacht habe, weil wir dann später das Ganze abdichten. Da brauchen wir halt ein bisschen Platz. So, obendrauf kommt dann nochmal eine Schicht Käse. Ich habe aber wirklich ganz wenig gemacht, nicht so viel, weil Käse macht ja auch dick, ne? Also muss man wirklich vorsichtig genießen. Ihr könnt aber natürlich auch mehr machen, wenn ihr das wollt. So, dann mache ich die zweite Teighälfte einfach dann drauf. Ich dichte das erstmal mit meinem Finger ab, ne, damit dann von innen nichts nach außen kommt, wenn man dann das Ganze im Backofen reinstellt. Und dann wieder nach außen dann zusammenfalten, so dass diese Muster entsteht, also wie ich das hier zeige. Ne? Dann mache ich ganz leicht nochmal diesen Muster rein. Das sieht einfach dann halt schöner aus, ne? Beziehungsweise ist dann beim Schneiden dann später viel einfacher. Dann könnt ihr gleich in den kleinen Portionen dann halt aufteilen bzw. Abschneiden. Obendrauf kommt nochmal ein bisschen Milch und Öl zusammengemischt und drauf streichen. Dadurch kriegt ihr so einen schönen goldenen Farbe dann halt. Und der Teig wird dann gleich auch knuspriger. Und das Ganze wird dann bei 200 Grad etwa 25 bis 35 Minuten, je nachdem, angebraten. Und wenn ihr das dann auf den Ofen rausgeholt habt, gleich dann mit ein bisschen Butter drauf geben, damit der Teigoberfläche halt diesen schönen Glanz bekommt. Und der Teig wird dann auch dann geschmeidiger und hat man auch diesen schönen Geschmack dann drin später. Ihr könnt natürlich auch da in den Butter gleich Knoblauch oder Petersilie reinmischen oder was ihr auch halt gerne mögt. Ich habe es aber auch nur mit Butter gemacht. Ne? Das könnt ihr dann selber entscheiden, wie ihr das halt gerne haben möchtet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß. Ich hoffe, ihr probiert das mal aus und lasst mich wissen, ob euch das Rezept gefallen hat und beziehungsweise
Dann weiß ich auch, ob meine Rezepte auch gut ankommen. Ich freue mich über einen Kommentar. Somit kann ich nur mich verbessern, beziehungsweise weiß ich dann auch, ob ihr meine Rezepte probiert habt, ob das Ganze euch gefallen hat oder nicht. Ne? Vielen lieben Dank, bis demnächst und achtet auf euch.